Glücklich ohne Geld, das hat sich Raphael Fellmer vorgenommen. Und weil er bewiesen hat, dass es geht, ist er einer der prominentesten Konsumverweigerer geworden. Zu Gast war er nun in der VHS Oldenburg. Leben ohne Geld, darauf gekommen ist Raphael Fellmer nach seiner Mexiko-Reise. Statt zu fliegen ist er getrampt. Das geht, wenn man viel Zeit hat. Über den Atlantik ist er in einem Privatboot mitgesegelt, bis nach Brasilien. Über Land ging es dann weiter bis nach Mexiko. Auf seiner Reise hat er viel Freundschaft und Solidarität erlebt. Dass die Menschen, gar nicht jetzt nur Länder, sondern die Menschen im Allgemeinen, die weniger haben, weniger materielle Güter, weniger Geld auf dem Konto, das noch mehr gewohnt sind, mehr über Beziehungen, über Verbundenheit zu leben, sich auszutauschen, zu helfen und dass da die Hilfsbereitschaft und ja auch eben die Unterstützung größer war als in den Kulturen oder bei den Menschen, die oft eben schon ihr eigenes Haus, ihr eigenes Auto und so weiter haben. Das kann man nicht verallgemeinern, aber die Tendenz war ganz klar zu spüren. Also den Kopf so zurechtschieben, dass wir uns halt wohlfühlen. Der Weg ist das Ziel, doch nach seiner Mexiko-Reise war mit dem Abenteuer nicht Schluss. Vielmehr begann damit Raphael Fellmers eigentliches Experiment, ein Leben ohne Geld. Na, vor allem fehlt es uns an Imagination. Also wir sind ja quasi von klein auf konditioniert worden, dass alles nur mit Geld funktioniert und außer Fragen, das ist noch kostenlos, das kennen wir als Sprichwort, ist sonst gar nichts kostenlos. Und wir haben natürlich Unterstützung, sei es nun BAföG, Kindergeld und so, aber trotzdem leben wir in der Vorstellung, dass diese Welt nur so funktionieren kann, mit Geld und dass auch Fortschritt, sagen wir mal, in Entwicklung oder überhaupt, also Wissenschaft, dass es auch nur stattfinden kann, wenn wir Geld in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was wir ja auch wieder ausmerzen müssen. Es ist sehr tief in unsere Kultur hineingebohrt, dass wir auf Geld basieren. Wohnen in leerstehenden Häusern und für die Versorgung mit Nahrungsmitteln hält die Überflussgesellschaft genügend bereit. Nicht nur für ihn, er hat mit anderen eine ganze Bewegung ins Leben gerufen. Also seit 4 Jahren engagiere ich mich vor allem gegen die Lebensmittelverschwendung, wo wir ja mit Foodsharing jetzt auch schon Millionen Kilo Lebensmittel retten konnten. Und das Ganze bauen wir gerade aus, sodass wir das nicht nur im deutschsprachigen Raum ermöglichen, Lebensmittel zu retten, sondern weltweit allen Menschen da die Software und auch ein Handbuch zur Verfügung stellen, Lebensmittel von allen möglichen Betrieben zu retten, aber auch über Lebensmittel hinaus, jetzt in Form, ob es Bücher sind, ob das Blumen vom Blumenladen sind oder so, aber auch eben Fähigkeiten, Räumlichkeiten und Dinge teilen miteinander. Und das ist das neueste Projekt, woran ich jetzt seit einem halben Jahr sitze mit einem schönen internationalen Team, was Unity heißt. Über 110.000 Nutzerinnen und 14.000 sogenannte Foodsaver machen inzwischen mit. Über 2.300 Kooperationsbetriebe wie Supermärkte, Bäckereien und Restaurants haben sich der Bewegung angeschlossen und verhindern, dass ihre nicht verkauften Lebensmittel sinnlos weggeschmissen werden. Nicht zuletzt, die modernen Kommunikationsmöglichkeiten haben zum Erfolg der Bewegung beigetragen. Mit Internetplattformen und Social Media funktioniert das ganze Prinzip. Nun geht es darum, Unity zu entwickeln. In order to launch the worldwide and free open source platform, we need your support. This platform will work in multiple languages and will give wings to the international food sharing movement. Kein Geld. Das heißt für Raphael Fellmer nicht, mit leeren Händen dazustehen. Im Gegenteil, er hat viele Gleichgesinnte getroffen. Gegenseitiges Nehmen und Geben, sich umeinander kümmern. Damit will er ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Menschen schaffen, um gemeinsam die Probleme der Welt anzugehen. Also, wie kann ich heute erfüllt leben? Also Am 20. April ist Raphael Fellmer erneut in Oldenburg, und zwar in der Ringvorlesung Postwachstumsökonomie. Raphael Fellmer persönlich zu erleben, ist schon was Besonderes. Denn auch wenn man weiß, ganz ohne Geld werde ich wohl nie leben können, gibt er Ideen, wie man dem klimarettenden Konsumverzicht mit höchstem Zufriedenheitspotenzial ein Stück näher kommt.